sobald wir hier auf der Erde inkarnieren, übernehmen wir ja nur schon in den Zellen ganz viele Programme von unserem Vorfahren. Und wer weiß, was wir alle im Unterbewusstsein haben, weil wir wissen ja logischerweise nicht, was wir im Unterbewusstsein haben. Weil es ist ja das Unterbewusstsein. Und von dem her, ich denke, dass fast niemand von uns 100% in der reinen Liebe ist. Auf allen Ebenen. Und wahrscheinlich auch so Heilige. Also das wäre jetzt für mich so die Erklärung. Aber es kann auch viel komplexer sein und irgendwie noch andere Zusammenhänge haben. Die Frage kam per Mail, die ich jetzt für dich habe. Jemand fragt, sie hat eine Herberge für Menschen, die dort in Stille in sich eintauchen möchten, und sie bekommt immer mehr Anfragen von Menschen, die extreme Schmerzen haben oder ja einfach nicht mehr weiter wissen, und die sie anfragen, ob sie ihnen helfen können, ihren physischen Erdenweg zu beenden, respektive also ja sowas wie einen begleiteten Suizid. Da gibt es ja auch legale Wege. Ich weiß darüber nicht so viel, aber ob du darüber etwas sagen könntest. Also ich weiß da auch nicht viel darüber. Ich denke einfach allgemein, wenn jemand ja inkarniert, dann gibt es ja gewisse Dinge, die die Seele gerne machen möchte, erfahren möchte. Und wenn man in der Inkarnation, wo man sich das vorgenommen hat, wenn das da nicht funktioniert, dann löst sich sozusagen das, was die Seele erfahren wollte, das löst sich dann wie nicht auf, sondern das wird dann wieder mitgenommen in die geistige Welt und wird dann wie in einer anderen Inkarnation mit eingeplant. Das kann dann gleich die nächste sein oder eine spätere. Das kommt dann auf die Seele drauf an. Aber eben wie du sagst, es ist dann nicht zwingend wieder eine irdische Inkarnation, das kann auch sonst irgendwo auf dem weiteren Weg sein, oder? Ja, also das kommt eben auf die Seele drauf an, wo sie am meisten Resonanz hat und wo sie das Gefühl hat, mit dem, was sie machen möchte, passt sie am besten dort und dorthin. Mhm. Und das ist ja total unterschiedlich. Okay, Dankeschön. Ähm, von vielen Heiligen weiß man, dass sie von unlichten Kräften körperlich angegriffen wurden. Also, und warum konnten diese Menschen nicht geschützt werden? Oder ja, warum? Da hat man ja immer das Gefühl, ja, wenn ein Heiliger oder einer mit ganz vielen Fähigkeiten oder so, der, der ist doch unangreifbar. Also das steht für mich hinter der Frage. Also ich kann mir vorstellen, wenn wir nur reine Liebe sind, also auf allen Ebenen, auch im Unterbewusstsein und in all dem, was in unseren Zellen gespeichert ist, dann denke ich schon, dass nicht einfach so ein Eingriff von außen möglich ist. Aber der Punkt ist ja, dass sobald wir auf der Erde inkarnieren, übernehmen wir ja nur schon in den Zellen ganz viele Programme von unserem Vorfahren. Und wer weiß, was wir alle im Unterbewusstsein haben, weil wir wissen ja logischerweise nicht, was wir im Unterbewusstsein haben. Weil es ist ja das Unterbewusstsein. Und von dem her, ich denke, dass niemand von uns 100% in der reinen Liebe ist. Auf allen Ebenen. Und wahrscheinlich auch so Heilige. Also das wäre jetzt für mich so die Erklärung. Ja. Aber es kann auch viel komplexer sein und irgendwie noch andere Zusammenhänge haben.
Also generell kannst du ja das, was die Seele sich geplant hat, gar nicht verpassen. Und wenn man jetzt irgendwie mal den Eindruck hat, dass man wirklich irgendwie Entscheidungen getroffen hat, die nicht mit der seelischen Ebene übereinstimmen, dann ist es trotzdem so, dass das Leben ja immer wieder probiert, einem dahin zu führen, dass die Seele ja auch einem wieder dahin führen möchte. Und natürlich gibt es Menschen, die leben 80 Jahre lang in einem Zustand, wo sie kaum auf ihre seelische Ebene hören. Also das gibt es und das realisieren sie dann vielleicht erst, wenn sie schon den Körper verlassen haben. Aber selbst da, dann wird halt im nächsten Leben mit eingebaut. Und sonst, wenn man es während der Inkarnation merkt, wenn man auf sein Herz hört und auf seine Intuition, dann findet man ja immer seinen Weg. Und da muss man auch nicht so einen Zeitdruck haben, dass man das Gefühl hat, dass man da irgendwas verpasst, weil das wird schon so geführt, dass es zum richtigen Zeitpunkt dann kommt. Sowieso, wenn du das irgendwie bewusst weißt, das ist ja nochmals eine ganz andere Situation, als wenn du kein Bewusstsein über das hast und vielleicht 80 Jahre ganz unbewusst mit dem lebst. Von dem Zeitalter her, wenn jetzt eine Seele merkt, oh, sie wollte eigentlich in einem Zeitalter etwas Bestimmtes machen und das ging nicht, dann gibt es immer Wege, das anders zu lösen. Also so diese Vorstellung, man kann etwas verpassen und das ist dann einfach immer so, das gibt es eigentlich nicht. Okay, das ist beruhigend. Danke. Ja. Hallo, liebe Christina, hallo, liebe Nicola, vielen Dank. Also meine Seele führt mich gerne nach Stein am Rhein zum Love Stream, gell? Da fühle ich mich wohl und es tut mir so gut. Ich habe auch noch eine Frage zu der Zeitlinie. Und zwar, erstens mal bei der letzten Gruppenbehandlung, gell, da kommen schon die Themen noch hoch, wo ich denke, oh, da will ja noch was geheilt werden an Emotionen. Und wenn ich das anschaue, was eben nicht so gut ist, ja, also wo dann alte Themen kommen und ich verwandle sie dann um durch meine Gedanken und meine Gefühle, dann hat es ja eine Auswirkung, wie es sich praktisch gut anfühlt. Kann ich durch sowas auch die Zeitlinie beeinflussen? Ja, also du veränderst ja deine eigene Zukunft, wenn du in der Gegenwart etwas in dir heilst oder veränderst. Ja. Okay, das war mir noch wichtig. Und das, was mich jetzt aber noch beschäftigt, ist, dass so viele Menschen, und das macht mich oft auch wütend, so lethargisch sind. Und hast du da vielleicht noch die Idee, was ich dann machen könnte, dass die vielleicht schneller wach werden? Du kannst eigentlich nicht jemand schneller zum Aufwachen bringen. Du kannst schon deine Ansichten teilen und vielleicht hat der andere Mensch Resonanz. Aber du kannst nicht von außen das irgendwie sonst beeinflussen. Und das, was mir ganz gut getan hat, liebe Christina, das muss ich noch sagen, ist, dass du gesehen hast, dass die Menschen beharrlich ihren Weg gehen. Dass egal was ist, gell? Also sie gehen ihren Weg und sie gehen den Weg des Lichts, weil sie einfach entschieden haben und die sind auch nicht aufzuhalten. Und das gibt mir ganz viel Kraft. Ja, ich finde da auch diesen Aspekt so wichtig, dass wenige bewusste Menschen eben viele ganz unbewusste Menschen, die einfach jetzt in dieser Atmosphäre und in dieser Matrix gefangen sind und da unbewusst mitspielen, dass ganz viele das wettmachen können. Das finde ich eben auch so einen schönen Aspekt, dass wenige sehr bewusst, also Menschen, die ihr Bewusstsein sehr gezielt einsetzen, eben sehr, sehr viel bewirken können. Und dass es ein Trugschluss ist zu meinen, ja, die allermeisten sind ja hier am Schlafwandeln und da passiert ja gar nichts. Ich glaube eben, dass das wirklich auch, wie Christina gesagt hat, dass wir immer mehr auch solche bewusste Wesen hier haben, eben auch mehr Eltern anders mit ihren Kindern umgehen, dass das alles zusammen irgendwann dazu führt, dass die Waagschale kippt. Christina, siehst du das auch so? Ja. Ihr Lieben, wir sind am Ende angekommen.
also des heutigen Community Calls. Und jedes Ende ist ja auch immer ein Anfang und umgekehrt auch. Und ich danke euch für euer Dasein, für eure tollen Fragen. Es ist immer wieder wunderschön mit euch.